hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, wir freuen uns sehr, euch zur zweiten Folge des Podcasts von Madame Fogana begrüßen zu dürfen. Beim letzten Mal habt ihr ja ein bisschen was von mir erfahren, wie ich zu Madame Fogana gekommen bin, als Sponsor quasi. Und Bettina hat ein bisschen davon berichtet, wie sie nach Ghana gekommen ist und dort in ihrem Dorf dann den ersten Brunnen gebaut hat. Und jetzt denken wir, dass es vielleicht für euch ganz interessant ist zu erfahren, wie kommt denn nun mein Geld, das ich hier in Deutschland spende, nach Ghana? Und das wird uns Bettina jetzt einfach mal erzählen, wie es denn dann da so weitergeht. Ja, ich danke dir, Christine, super toll. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Folge. Ich wollte mich ganz kurz nach deiner Einführung nochmal bei allen bedanken für ihre Zuschriften und für die lieben Worte und die Gesten und alle, die sich bei uns gemeldet haben per E-Mail, per Textnachricht und so weiter. Vielen, vielen, vielen Dank. Macht weiter so und wie gesagt, am Ende erklären wir euch auch nochmal, wie ihr selber hier mitmachen könnt. Was machen wir denn heute, liebe Christine? Wie ich also schon gesagt habe, wäre es ja doch interessant zu erfahren, wie kommt das Geld von Deutschland nach Ghana. Es sitzt ja in Hagen die Tanja, unsere liebe Kollegin, die das alles ganz toll managt mit viel Engagement und Herzblut. Aber jetzt ist es natürlich schon so, dass man ja wissen will, wie ist es dann und wie geht's dann weiter? Ich meine, man kommt ja nicht mit dem Geldkoffer und fliegt da in Ghana ein und dann geht man da ins Land und also irgendwie muss es ja dann weitergehen. Und da würde ich dich bitten, dass du vielleicht berichtest, wie kommt das Geld von meiner Geldbörse ins Projekt nach Ghana? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Ich glaube, das ist auch für viele einfach spannend zu hören, wie das funktioniert, weil man sich es vielleicht gar nicht vorstellen kann. Genau, also angenommen, jemand spendet bei uns aufs Spendenkonto in Deutschland, dann ist der nächste Weg eigentlich der Weg vom Spendenkonto in Deutschland auf das Spendenkonto in Ghana. Und dazu würde ich vielleicht gerne eine Sache erklären. Wir als Madame Fogana haben nämlich die Besonderheit, dass es uns sowohl in Deutschland als Organisation registriert gibt, als e.V., das ist ja ein eingetragener Verein. Es gibt uns aber auch in Ghana registriert. Also es gibt ja viele Organisationen, die einfach e.V. in Deutschland sind und dann irgendwie jemanden in ihrem Zielland haben, wo sie es umsetzen. Wir haben aber sozusagen, ich nenne es jetzt mal eine Mutter- und eine Tochterorganisation. Wir haben Madame Fogana e.V. in Deutschland und Madame Fogana Foundation, das ist die Rechtsform in Ghana. Also es gibt Madame Fogana e.V. und Madame Fogana Foundation. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen natürlich, klar, wenn man in Deutschland spendet, ist es für viele Leute auch interessant, eine Spendenquittung zu erhalten, damit sie das einfach von der Steuer abziehen können. Und auf der anderen Seite ist es ja aber wichtig zu wissen, wie kommt das Geld in Ghana an, auch rechtlich, weil heutzutage ist ja so ein internationaler Banktransfer auch nicht mehr so einfach, wie es früher einfach war, wegen Terrorismusförderung und Schmuggel und Drogenhandel und so weiter. Genau, wir haben also die Organisation in Ghana registriert und das ist die Basis für unsere komplette Arbeit vor Ort. Es geht nämlich auch darum, dass man ja legal im Lande, wie wir jetzt zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und solche Dinge baut, die müssen ja legal vor Ort registriert werden. Du kannst ja auch bei uns in Deutschland nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt baue ich hier mal ein Haus hin, da braucht man eine Baugenehmigung, das muss man das Land haben, das muss alles eingetragen sein und so ist das auch in Ghana. Dadurch, dass wir in Ghana registriert sind bei dem sogenannten Register General, können wir in Ghana sozusagen als Rechtsperson mit den offiziellen Behörden arbeiten. Das heißt, es ist nicht nur eine Bettina, die sich privat gerne engagieren möchte, mit Viktor zusammen als Privatperson und was Gutes tun, sondern dadurch, dass wir registriert sind, können wir vom Staat zum Beispiel Fördermittel bekommen in
der Form von Land zum Beispiel. Aber was ganz wichtig ist, auch in der Form von Personal. Das bedeutet, dass wenn wir Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, irgendwelche Projekte durchführen, wo man später Personal braucht, dann können wir das legitim vom Staat bekommen, vom ghanaischen Staat. Also wenn das Geld auf dem... Ja, klar, genau. Richtig. Man braucht also im Nachgang keine weiteren Spendengelder mehr, denn das macht ja das Projekt stellt das ja auf sichere Füße, dass man in der Nachhaltigkeit guckt, möglichst alles unabhängig von jeglichen weiteren Spenden zu gestalten. Also das ist eins unserer Kernanliegen, wie ich in der ersten Folge dir erzählt hatte. Ne? Die Leute wissen ganz genau, was sie brauchen und wie sie es umsetzen möchten. Die Ressourcen fehlen halt. Die bekommen wir in Form von Spenden auf unser Spendenkonto in Deutschland. Dann überweise ich das vom Spendenkonto in Deutschland auf das Spendenkonto in Ghana. Dort kann es auch offiziell legitim ankommen, weil es eine registrierte Spende ist. Also da guckt zum Beispiel in Deutschland auch die Bundesbank drauf, wenn man Gelder in einen sogenannten Drittstaat transferiert. Der jetzt nicht EU, es ist ja nicht EU, klar. Wenn das dann da ankommt, wird hier auch geguckt, wofür wird das genommen. Ich muss dann hier bestimmte Formulare ausfüllen, die eben genau zeigen, wofür wird das Geld verwendet. Also in diesem Fall jetzt zum Beispiel für den Kindergarten. Und wie du es ganz richtig gesagt hast, die Folgefinanzierung ist gesichert, weil sie gar nicht gebraucht wird. Denn die laufenden Kosten werden dann vom ghanaischen Staat getragen, zum Beispiel in Form von Personal, aber auch Instandhaltung. Mhm. Das ist ja ganz nett. Also das ist ja wirklich eine super Sache, weil sind wir wieder beim Thema, dass wir ja nur eigene Leute beschäftigen wollen aus Ghana und nicht irgendwelche Leute aus dem Ausland oder die dann auch wesentlich teurer wären oder weitere Spenden bräuchten, damit dann der Kindergarten oder die Schule oder was auch immer am Laufen gehalten wird, ja, sondern dass es dann einfach mit dieser Genau, einmaligen Spende abgeschlossen ist. genau. Hm. Es gibt ein Projekt, das eine Ausnahme ist. Das ist unser Projekt gegen Kindersklaverei am Woltersee. Da haben wir ja ein Children's Shelter, also ein Kinderheim in Ho in der Volta-Region. Und das betreiben wir. Da geht es um Menschenrechte. Ne? Also das ist halt ein Projekt, was sehr vielfältig ist. Ich will nicht sagen kompliziert, das ist es nicht. Es ist sehr vielschichtig. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Und dieses Kinderheim, damit wir eben genau wissen, wer passt auf die Kinder auf, welche Kinderheimeltern sind da angestellt und so, das betreiben komplett wir, aber eben in Zusammenarbeit mit der ghanaischen Regierung. Ne, die dann diese sozusagen, wie sagt man das auf Deutsch, die heißen Social Welfare Officer, also Sozialofficer, Arbeiter, also ja, Sozialarbeiter ist das Wort, das mir fehlte. ja, Genau, die werden dann zum Beispiel vom Staat auch gestellt und arbeiten mit uns da zusammen. Aber die anderen Projekte, die wir gerade so erwähnt haben, das ist ganz wichtig, die tragen sich dann hinterher selber. Also bei einem Brunnen zum Beispiel, da organisiert sich das Dorf und macht so eine kleine Kasse und da spenden dann zum Beispiel die lokale Kirchenvereinigung oder wenn was instand gehalten werden muss, wird eine Sammlung gemacht. Wir haben jetzt sind wir im Jahr 2024, in 23 Jahren haben wir bei einem Brunnen nochmal geholfen und das war der erste Brunnen in APU. Da ist nämlich ganz unten drin im Brunnen, ich weiß jetzt nicht auswendig, in 70, 80 Meter Tiefe, ist das komplette Gestänge gebrochen nach 15 Jahren. okay. Und da haben wir mitgeholfen. Das konnten die Dorfbewohner aus eigener Kraft nicht schaffen. Ist klar. Ja, aber Was ja ansonsten ist es genau so, wie du beschreibst.
Was mir jetzt dann noch für eine Frage kommt, wie leicht ist es denn dann, also mittlerweile ist es wahrscheinlich leichter, aber den Staat dann immer zu überzeugen und zu sagen, so, wir bauen jetzt in der Brong-Ahafo-Region oder in der Ashanti-Region einen Kindergarten und wir hätten dann da aber jetzt gerne 3 Lehrer, weil da gibt es 3 Klassenzimmer und da müssen ja die Kinder irgendwie unterrichtet werden. Sagen die dann, ey, finde ich ja super, dass ihr das macht, ja toll, ihr nehmt uns Arbeit ab, wir haben eh kein Geld, aber um die Lehrer kümmern wir uns natürlich, das ist ja klar, das ist eine super Kooperation. Oder ist es eher so, dass es eher schwieriger ist, die zu überzeugen, dann Lehrer zu stellen? Ja, wie du schon ganz richtig sagst, also nach so vielen Jahren sind wir natürlich bekannt wie ein bunter Hund im wahrsten Sinne des Wortes. Da allein dadurch, dass die uns kennen und sie auch wissen, dass wir ein verlässlicher Partner sind, ist das überhaupt gar kein Problem. Bei uns, muss ich aber sagen, war das von Anfang an kein Problem, weil wir eine bestimmte Vorgehensweise haben. Da gehen wir vielleicht ein anderes Mal drauf ein, sonst verzetteln wir uns jetzt hier irgendwie. Wir haben eine bestimmte Vorgehensweise, wie wir die Projekte eben entwickeln. Wenn die dann auf dem, ich sage jetzt mal, auf dem Ministertisch oder auf dem Regionaldirektor-Tisch liegen, dann hat der schon eine komplette Übersicht über das, was wir machen möchten. Da ist natürlich auch eine Vorarbeit von uns und zum Beispiel von der Dorfbevölkerung schon gelaufen. Und wenn er das dann auf dem Tisch hat, ist das kein Problem. Insbesondere auf dem Regionallevel. Also wie kann man das mal mit uns vergleichen? Zum Beispiel Gemeinderatslevel. Ne? Also entweder die Stadt oder die Gemeinde, da rennst du offene Türen ein. Weil die natürlich diese Projekte unbedingt wollen, häufig auch mit Antragsteller sind. Also sich häufig auch mit der Dorfgemeinschaft an uns gewendet haben, um dieses bestimmte Projekt, zum Beispiel die Schule oder so bei sich in der Stadt, in der Gemeinde zu bekommen. Man muss, und da würde ich noch mal gerne drauf eingehen, aber eben auch beide Seiten ja im Blick haben. Das sind ja zum einen wir, die die Ressourcen haben, uns umsetzen wollen. Aber es kommen natürlich auch bei den lokalen Behörden, sage ich jetzt mal, hier immer Leute an, die irgendwas machen wollen aus einer Motivation, was ja auch in Ordnung ist, aber es dann nicht durchführen. Und das ist natürlich, das ist ja ein Give and Take, also geben und nehmen von beiden Seiten. Es sind so viele lokale, ich sag mal, mir fällt leider jetzt nur das englische Wort ein. Christine, hilf mir mal. Officer, wie heißen die denn? Behördenmenschen, blödes Wort. Hilf mir mal. Ja, aber nicht für Verwaltung. Mitarbeiter, sagen wir mal so, Ja. Mitarbeiter von der Behörde zum Beispiel, der jetzt für das Personal in der Region zuständig ist, die kriegen ja auch Vorschläge oder so von jemandem anders auf den Tisch. Und du glaubst gar nicht, wie häufig wir irgendwo hinkommen, wo dann von irgendwelchen Leuten riesige Versprechen gemacht wurden. Es wird aber nicht durchgezogen. Und das ist natürlich für deren Seite auch total frustrierend und für die Dorfbewohner auch total, wenn da welche Versprechungen gemacht werden und diesen Ruf, sage ich jetzt mal, haben wir uns auch einfach erarbeitet, weil wir machen nie irgendwas, was wir nicht fertigstellen können. Wir sorgen immer dafür, dass wir die komplette Spendensumme zusammen haben und dann fangen wir an. Weil ansonsten ist es ja auch für die Dorfbewohner... Ist schon klar, dann ist es auch nicht mehr für die ganz nett. Aber wie ist es, also kann denn der, ich sag mal, von der Gemeinde das entscheiden? Ah ja, also jetzt kommt Madame Fogana, ach, die kennen wir ja schon aus einem anderen Projekt oder so, die brauchen jetzt da Personal und dann entscheidet der in dieser Gemeinde, ja, machen wir, schicke ich hin, habe ich irgendwie, weiß ich schon, wen ich da hinschicken kann, oder muss der dann wieder in Accra einen Antrag stellen oder beim Bezirk und dann der Bezirk wieder in Accra bei der Regierung und dann dauert es ewig, weil ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass das alles immer recht schnell funktioniert, ja, also das Geld kommt da an, in 3 Monaten steht dann die Schule und dann geht's los. Also das geht eigentlich relativ zügig. Wie ist denn da der Entscheidungsweg quasi? Genau, also da müsste man dann einfach ein bisschen in die Strukturen gucken von vor Ort. Da gibt es dann hier die sogenannten Assemblymen. Das sind die gewählten Regierungsvertreter des Dorfes.
und die arbeiten zusammen mit der District Assembly. Und das kann man als Gemeinderat, sage ich jetzt mal, übersetzen. Ja. Und diesem Gemeinderat stehen dann die verschiedenen Direktoren für Bildung, Gesundheit und so weiter vor. Und dann gibt es den sogenannten DCE. Das ist der District Chief Executive Officer. Der wird in Ghana direkt vom Präsidenten eingesetzt. Und der kann entscheiden. Und wie gesagt, es ist das, also das, wir tauchen ja nicht auf und das ist schon fertig. Da gibt es einfach auch eine Vorarbeit, die wir vielleicht auch mal besprechen können. Ne? Da ist einfach im Hintergrund auch schon ganz viel passiert. Wir setzen die sozusagen nicht vor vollendete Tatsachen, sondern da gibt es auch ganz viele Absprachen dann. Aber eben Hand in Hand, weißt du, und vor Ort mit den Leuten. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Reichweite. Ist klar. Und dann ist natürlich schon so, wenn man dann das nächste Mal wahrscheinlich wieder mit dem Gleichen zu tun hat, dann sagt der sich natürlich auch, ach, das hat ja schon super geklappt bei dem und dem Projekt und dann machen wir das dann natürlich auch wieder mit Madame Faux. Das ist natürlich klar. Jetzt noch eine andere Frage. Also wenn ich jetzt, was weiß ich nehme jetzt einfach mal 100 Euro, spende ich in Deutschland für Madame Faux Ghana und man hat auch, wenn man mit dem Spitzenbleistift rechnet, hat man auch immer ein paar Verwaltungskosten, das ist auch klar. Wie hoch sind die denn oder wie viel von meinen 100 Euro kommt denn dann beim Projekt dann noch final an? Weil teilweise, also man darf ja in Deutschland von Gesetzes wegen 30% für Verwaltungen abführen. Das war jetzt auch ein Argument, warum ich nicht jetzt mit einer Organisation, die in dieser Größenordnung denkt, zusammenarbeiten wollte. Und bei euch ist es ja weniger, aber wie viel ist es denn ungefähr? Unser Ziel sind immer 10%. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Kostenvoranschlag kriegst, dann gibt es unten immer eine Spalte, also unsere Kostenvoranschläge zum Beispiel, die jeder, der jetzt zum Beispiel ein Projekt durchführt, ja auch bekommt. Da erinnerst du dich wahrscheinlich dran, den habt ihr ja auch bekommen. Ja, ne? Genau. Da super Excel-Sheet, alles aufbereitet. Führen wir auf, manchmal muss ich die Wörter auf Deutsch suchen. Genau, da führen wir halt auf, welche Posten zu erledigen sind. Also da führen wir auf, wie viele Säcke Zement für die Schule gebraucht werden, wie viele Fuhren Sand, wie viele Fuhren Steine, wie viele Kästen Nägel und so weiter. Und dann gibt es eine Spalte auch für Monitoring und Evaluation. Und das sind dann die Kosten, die du eben gerade benannt hast als Verwaltungskosten. Denn ich kann das total gut verstehen. Die Frage ist halt, wofür werden dann solche Gelder wirklich auch letzten Endes ausgegeben? Für was? Da kann ich mal so ein paar Beispiele vielleicht machen, dann ist es anschaulicher. Also, ich habe die Familie Fischer, ne, die Christine, die möchte gerne einen Kindergarten bauen. Dann muss ich natürlich erstmal einen Mitarbeiter oder einer unserer Mitarbeiter fährt in die Region, guckt sich das an. Wenn er das dann erledigt hat und wir uns sicher sind, dass dies wirklich gebraucht wird, dann muss ja irgendjemand diesen Projektbericht machen. Dafür haben wir einen Administrator, der sammelt die ganze Information und bereitet das dann auf in einem Word-Dokument. Das muss dann dem Spender zugehen. Dann muss das Geld überwiesen werden. Das kostet ja auch alles Geld. Also manche Sachen lassen sich einfach überhaupt gar nicht vermeiden. Und was mir immer wichtig ist, was man einfach auch bedenken muss bei solchen Sachen, was wir eben ja schon mehrfach erwähnt haben, das sind ja alles Einheimische. Und für mich, wenn wir Leute in Arbeit kriegen, also wenn wir ihnen mit ihrer Ausbildung, die sie gemacht haben, einen Job besorgen und sie dann davon ihre Familie ernähren können, dann braucht diese Familie schon keine Spendengelder mehr. Also die werden nie irgendwie abhängig werden. Die haben dann auch keinen Grund, außer vielleicht aus einer persönlichen Motivation, dann zum Beispiel das Land hier zu verlassen und sich durch die Wüste Richtung Europa auf den Weg zu machen. Ne? Wenn du dein eigenes Auskommen hast, also eine Ausbildung gemacht hast als Krankenschwester zum Beispiel und irgendwo arbeiten kannst, ist das für mich die beste Hilfe. Und dann kommt es jetzt darauf an, wie man die Definition nimmt. Wenn man jetzt so jemanden, so einen Sozialarbeiter jetzt zum Beispiel hat, der für uns am Woltersee mit der Polizei hier vor Ort arbeitet, der mit dem Social Welfare arbeitet, also im Sozialministerium und dann hier die Kinder, die an die Fischer verkaufen, sind vom See rettet, dann würde das wahrscheinlich unter Verwaltungskosten fallen, weil der ja dafür bezahlt wird.
Ich persönlich sehe das aber nicht so, weil der macht genau das, was wir wollen. Also der rettet Kinder, seine eigenen, er Genau. kommt Ja, aus ist klar. Ghana, Und er hat sein ist ja eigenes gut, Einkommen, Projekt, kann seine Familie ernähren. Also man muss vielleicht ja. manchmal da die Linse so ein bisschen weiter aufmachen und sich anschauen, wofür diese Sachen einfach ausgegeben werden. Und das merke ich, wenn es um diese, ich nenne es jetzt mal Nebenkosten in verschiedener Art sind, die ja, wenn es darum geht, dann freuen sich unsere Spender immer, wenn sie dann halt so ein Projekt komplett machen und dann so einen ganz detaillierten Kostenvoranschlag sehen. Und Ja, genau. Ja. manchmal, Mhm. wenn Mhm. wir mit größeren Organisationen arbeiten, dann sagen die manchmal, ja, aber das möchten wir nicht so gerne übernehmen. Und mein Argument ist immer, okay, verstehe ich, aber was ist jetzt besser, dass ich wirklich den Stein für diese Schule kaufe und das Holzbrett für das Dach Ja. und das Wellblech für das Dach, das ist dann, sind dann keine Nebenkosten. Aber ich brauchte ja auch jemanden, der da die Fotos einfach für macht. Sonst können wir es ja nicht Ja, belegen. ja. Also ich sehe die Schule, ich Ist schon kann da klar. hier vor Ort hinfahren. Ja, also wir haben da, denke ich, jetzt schon ein bisschen Einblick gekriegt, wie es denn läuft, wenn ich hier spende, wie kommt es dahin und was passiert damit. Und dann, denke ich mal, ist jetzt in der nächsten Folge ist es dann Zeit, dass wir mal schauen, wie kommen denn dann die Kindergärten, Brunnen oder was immer, welches Projekt realisiert wird, überhaupt in ein Dorf, wo es da gebraucht wird. Also da sagt er das Dorf, hallo, hier bin ich hätte gerne. Oder kommt Madame Fogana zum Dorf und sagt, ihr bräuchtet doch mal oder wollt ihr nicht irgendwas haben? Also wie schaut es denn damit aus? Und ich denke, dass wir das vielleicht in unserer nächsten Folge mal ein bisschen erzählen könnten. Oder was meinst du, Bettina? Ja, das ist eine gute Idee. Genau, da haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen dran gekratzt. Das finde ich eine super Idee. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann kann man da vielleicht nämlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wo die Gelder da genau für ausgegeben werden, weil das für uns total wichtig ist, dass die Leute das nachvollziehen können, was und wie dann vor Ort geschieht. Genau, also das finde ich eine super Idee. Das können wir gerne machen. Ja, super. Also, dann, ihr Lieben, bleibt uns treu und gewogen. Schreibt uns, was euch interessiert oder was wir noch besser machen können. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns bei unserer nächsten Folge. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.